Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Miniaturwunderland Bau-Update und ich nehme euch heute mit auf eine spektakuläre Reise komplett durch den neuen Speicher. Wir stehen hier im Kellergeschoss, das ist übrigens das Fundament für unsere neue tolle Brücke und wir gehen bis oben in den 5. Boden, wo die neuen Klimaanlagen entstehen. Ihr müsst uns ganz fest die Daumen drücken, dass wir das alles schaffen, denn im Dezember wollen wir ja Rio eröffnen und im Februar, wenn alles glatt geht, hier über uns ist das Erdgeschoss. Da soll die mega Virtual Reality Experience zusammen mit dem Europapark entstehen. Schrumpf dich ins Wunderland. Das wird so verrückt, das wird eine Technik, die es noch nie gegeben hat. Es wird euch umhauen und dafür könnt ihr 4 Tickets gewinnen. Wir verlosen 4 Tickets für vor dem normalen Start. Etwas ganz Besonderes. Ihr werdet also sozusagen eine Art Test mitmachen. Die ersten Leute sein, die durch diese Virtual Reality Experience durchgehen. Und wie das geht, dafür ist diese Spraydose ganz wichtig. Ich werde nämlich auf meinem Weg durch den ganzen Speicher immer mal wieder ein paar Buchstaben an die Wände, an den Fußboden malen. Und das ergibt ein Lösungswort. Und das schickt bitte einfach an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Und dann könnt ihr eventuell diese 4 Tickets gewinnen. So, wo sind wir hier eigentlich? Wir sind hier im Keller, aber vorher kommt der erste Buchstabe. Wir sind hier ja im Keller unseres neuen Speichers und das ist ein ganz spannendes Tor, denn hier läuft das Wasser alle 2 Jahre rein, wenn nämlich mal wieder eine Sturmflut ist. Dementsprechend muss alles, was da drin gebaut ist, wassersicher gebaut werden. Das heißt, die Technik darf nicht kaputt gehen, wenn sie feucht wird. Hier drüber ist etwas höher das Erdgeschoss, so hoch gebaut, dass das zumindest normalerweise nicht mehr überflutet. Und das ist auf jeden Fall ein ganz spannender Punkt hier, denn schaut mal nach oben, wir sind direkt unter unserer neuen Brücke. Und ich würde einfach mal sagen, ich beam mich mal hoch auf die neue Brücke und nehme euch da mit. Hier sind wir, unsere tolle Brücke. Da kommt ihr später rein, lauft hier rüber, könnt euch dabei die Farben der Welt von oben anschauen. Und drüben startet es dann mit Südamerika. Apropos Farben der Welt. Ist in ungefähr 2 bis 3 Wochen fertig, dann bekommt ihr Ende Oktober natürlich ein mega tolles Update davon. Und an dieser Stelle ein fettes Dankeschön für die wahnsinnig vielen tollen Vorschläge nach dem letzten Video, was für Züge hier eigentlich fahren können. Das ist ja eigentlich eine Chance, mal Fantasiezüge fahren zu lassen, Themenzüge oder Rekordgeschwindigkeitszüge oder auch realistische Züge. Schreibt gerne auch in diesem Video weiter Kommentare, was wünscht ihr euch hier für Züge. Das würde uns wahnsinnig freuen, denn noch gibt es ein bisschen Zeit, da was zu machen. Ich gehe jetzt mit euch gleich mal weiter und zwar will ich euch mal zeigen, wie unser Eingangsportal aussieht für Südamerika. Willkommen in unserem neuen Südamerika-Abschnitt und damit das auch für alle gleich sichtbar ist, haben wir einen Inka-Tempel hier gebaut, sodass auch wirklich das Gefühl da ist, wir sind in Südamerika angekommen und man sich gleich so richtig auch ein bisschen wärmer fühlt und so weiter. Und ich finde, das ist ganz, ganz toll geworden. Ist mal was Neues im Wunderland und kann man vielleicht auch mal öfter machen. Aber jetzt gehen wir rein, denn es ist noch nicht lange alles so fertig wie dieser Eingang hier. Oh, Entschuldigung. Direkt neben dem Inka-Tempel ist dieser kleine Raum und das wird ein Leitstand. Drüben ist natürlich das viel zu weit entfernt, deswegen gibt es hier auch 2 Arbeitsplätze, wo Züge gesteuert werden können und da noch vielleicht 1 oder 2 Plätze, wo man auch mal einen Zug reparieren kann. Jetzt geht es aber weiter rein und ich zeige euch mal unter der Anlage, was man da auch alles noch berücksichtigen muss. Wir befinden uns hier direkt unter Rio de Janeiro. Hier drüber ist Santa Teresa. Und hier seht ihr etwas ganz Besonderes. Die Anlage ist auch unten drunter gesprinklert, damit es 100% sicher ist, niemals hier brennen kann. Auch obwohl, wenn wir nicht da sind, alle Anlagenteile ohne Strom sind, ist es besser, wenn überall eine Sprinkleranlage ist. Und das war aufwendig, das so zu bauen, dass man hier auch noch unter durchrollern kann, nicht andauernd sich den Kopf stößt oder womöglich noch so einen Sprinklerkopf kaputt macht. Und wie viel Wasser man dafür braucht und wo das eigentlich ist, das werdet ihr ganz am Ende dieser Folge sehen. Ist unser Licht nicht wunderbar? Unsere Anlage strahlt im Glanz. Über 100 wunderbare, große, DMX-steuerbare Lichter sind angebaut worden. Damit können wir alle Lichtstimmungen erzeugen. Oh, es ist dunkel, ne? Ich zeige euch das natürlich mal. Alles ist fertig. Licht ist fertig. Und das ist schon mal genial, denn so kann man auch wirklich alles richtig gut sehen, ne?
Wie ihr seht, unsere Treppe ist im Entstehen. Das Rohgerüst ist fertig und hier entsteht mal so ein Podest, wo man so richtig schön runtergucken kann. Da ist nämlich der Regenwald und da unten fangen die Anden an. Die ziehen sich durch diesen riesen Deckendurchbruch nach oben bis ganz da hinten unter die Decke. Und das sind dann die südamerikanischen Anden. Und wenn wir in 5 Jahren dahinter oben Asien bauen, dann geht man da hinten lang. Von hier sieht man es als Anden und von da hinten ist es plötzlich das Himalaya-Gebirge. Und das wird ganz spannend, dass der gleiche Berg 2 verschiedene Themen hat. Da bin ich ganz gespannt, ob das funktioniert. Das, was ich hier gerade mache, hätte ich gestern Morgen noch nicht machen können, denn heute ist das Geländer dran gekommen von unserem richtig schönen, tollen Glasgeländer, damit man hier runter gucken kann, auf den Regenwald, von hier oben. Und das ist was ganz Besonderes geworden, denn von dort, hier rum, bis da hinten rum, ist das alles nur Glas. Und es ist nicht eine einzige Unterstützungsstange da, es ist nur hier unten eine Führung und oben das Geländer. Das ist ein komisches Gefühl, aber dadurch sieht das so transparent aus, man kann alles komplett sehen. Ist das nicht ein Traum? Also ich bin restlos begeistert. Hier befinden wir uns direkt im 6. Boden unterm Dach und da hinten entsteht unsere Klimaanlage. Und wie ihr seht, ich sag mal, die Hälfte ist schon fertig. Die ist ganz wichtig, auch von dieser Riesendimension, damit ihr euch immer wohlfühlt. Egal zu welcher Tages-, Nachtzeit, Jahreszeit ihr kommt. Und, was auch ganz wichtig ist, unsere Anlage immer die gleiche Temperatur hat, sonst würden eventuell Risse entstehen. Und man kann sich das gar nicht vorstellen. Guckt mal durch dieses Loch. So sah das hier vorher aus. Unvorstellbar, oder? Hinter dieser Tür befindet sich was ganz Banales, die Heizungsverteilung. Aber wenn man ein großes Gebäude hat, dann sieht eine eine Heizungsverteilung mal eben so aus. Und die ist dafür da, damit es überall gleichmäßig warm ist und in unseren Büros und Werkstätten so richtig schön kuschelig warm auch im Winter ist. Und die zeige ich euch jetzt. Jetzt bin ich mal eben vom 6. in den 1. Boden runtergesprungen und von diesen großen Flächen haben wir 2. Hier drüber ist der 2. Boden, der sieht genauso aus. Die Ausgleichsmasse für den neuen Fußboden ist auch schon drin. Und da werden wir ein Kino einbauen für euch, damit ein paar Entstehungsgeschichten gezeigt werden können. Vielleicht ein paar Sonderausstellungen, wenn wir die oben im Asienbereich brauchen, den Platz. Da ist so viel Möglichkeiten für die Zukunft mit diesen Flächen, dass das vielleicht für 10, 15 Jahre Ausbau noch reicht. Was aber auch ganz toll ist, diese Flächen können wir endlich fürs Team nutzen. Wir sind ja in den letzten 20 Jahren immer größer geworden, hatten immer weniger Platz. Hier ist endlich Platz für richtig schöne Werkstätten, für große Büros. Und das Tolle ist, im Moment kann man auch ganz viel Müll an die Sachen machen, denn es ist noch nicht sauber. Man kann einfach überall irgendwas hinmalen. Schaut mal hier. Jetzt sind wir mitten im Erdgeschoss und keine Kamera dieser Welt kann das Flair hier einfangen. Über 100 Jahre alt, so ein richtig alter Speicher. Das riecht noch so richtig, das sieht so toll aus und das lassen wir auch einigermaßen so, denn hier kommt unsere Virtual Reality Experience rein. Wir wissen den Namen noch nicht ganz genau, wahrscheinlich schrumpft dich ins Wunderland. You'll Be ist auch noch der Name, der es sozusagen im Europapark groß gemacht hat, weil wir machen das mit dem Europapark zusammen. Es gibt aber noch so viel zu tun. Guck mal, hier liegen noch die ganzen alten Steine rum und so. Wenn alles glatt geht, ist das Ende Februar fertig, weil es sind Tausende von Stunden Programmierarbeit, damit man sich ins Wunderland schrumpfen kann. Da werdet ihr noch mehr von uns hören, weil das ist nicht greifbar, aber es wird gigantisch. Das versprechen wir euch. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Aber wie ihr seht, ein riesengroßer Raum und es gibt noch wahnsinnig viel zu tun. Jetzt zum Abschluss kommen wir mal zu unserem riesengroßen Wasserbecken für die Sprinkleranlage. Aber der Weg dahin ist ein bisschen kompliziert. Da kann man sich so richtig vorstellen, wie das mal hier früher war. Die alten Katakomben. Das sind so hunderte solche Räume. Ich muss das mal kennzeichnen, damit wir hier auch wirklich wieder rauskommen. So. Das sind hunderte Räume hier so unter dem alten Speichern. Das ist schon verrückt. Und da sind wir bei unserem Mega-Wasserbecken für unsere Sprinkleranlage. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie groß das ist. Guckt mal selbst. Ungefähr 1,60 hoch das Becken, vielleicht 10 Meter tief, 15 Meter breit. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie viel Wasser da drin sind. Ne? 10 mal 15 mal ungefähr 1,60. Mal sehen, wie gut ihr rechnen könnt. Und das ist nötig dafür, damit der gesamte Speicher, falls doch mal irgendwas passiert, eine funktionierende Sprinkleranlage hat. Ich gehe da gleich mal schwimmen. Ups, ist da doch gar kein Wasser drin.
Also das ist schon der Wahnsinn hier. Guckt euch diese Fläche mal an. Aber so viel Wasser ist einfach nötig. Das dauert jetzt vielleicht noch ein paar Wochen, 2, 3 Wochen. Dann kann man das hier nicht mehr sehen. Und das erinnert mich daran, habt ihr schon das Lösungswort zusammen für unser Gewinnspiel? Wenn ja, dann schreibt bitte das Lösungswort an diese E-Mail-Adresse, die ihr eingeblendet seht. Ihr wisst ja, 4 Tickets könnt ihr gewinnen für, ich sag mal, den großen Test, so eine Vorabmöglichkeit unserer Virtual Reality Experience auszuprobieren. Das wird voraussichtlich Ende Februar sein und da könnt ihr 4 Tickets gewinnen und allen anderen schon mal erzählen, wie es war, weil ihr mit die Ersten seid. Das war's für heute. Das Bauupdate geht zu Ende. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben, was wir noch alles zu tun haben und ihr drückt uns fest die Daumen, dass wir Rio im Dezember eröffnen können. Macht's gut!